Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Trip Report, aber heute etwas anders. Wir fliegen wieder mal mit British Airways. Wir sind so oft schon mit dieser Airline geflogen, wir mögen sie ganz gerne. Deswegen machen wir jetzt hier kein ausführliches Review, keinen ausführlichen Flight Report, sondern wir machen während des Fluges, wir fliegen übrigens in der Business Class nach Seoul, ein bisschen erzählen wir euch von unseren besonderen Erlebnissen, was wir so alles erlebt haben auf unseren Flügen. Ja, dann viel Spaß erstmal. Wow. Das war hier die First Class Check-in und Sicherheitskontrolle. Mega einfach, gar nichts los. Wir haben jetzt bestimmt nur 10 Minuten gebraucht für das ganze Check-in-Verfahren. Normalerweise ist London, Heathrow, total überlaufen. Es ist meist eine riesenlange Schlange, aber heute hier in diesem Fall nicht. Warum? Wir konnten den First Class Check-in-Schalter benutzen, weil wir bei One World, also British Airways, den Gold-Status haben. Das ist so der höchste Status dort. Und dann kann man auch, wenn man in Economy fliegt oder Business, in den First Class Check-in-Bereich gehen und auch in die First Class Lounge. Und da gehen wir jetzt hin. Folgen Sie mir in die Lounge. Erst reiten wir dieses Pferd. Da, das bekannte Bild. Ich habe mich so gefreut auf den BA Burger, den es hier immer gibt, aber den gibt es erst ab 12 und wir haben es erst 11:10 Uhr. Mist. Und unser Lieblingsplatz hier in der First Class Lounge ist der Balkon. Von hier aus kann man über das Rollfeld gucken und hier ist so viel los, hier kann man so viele Flugzeuge anschauen, wenn man es möchte und Zeit hat und natürlich auch noch essen, trinken. Also hier lässt sich die Zeit sehr gut verbringen. Was hast du denn da bestellt? Fisch? Ja, Oh, da könnte ich jetzt gar nicht drauf. Fisch. Aber da es den Burger nicht gibt, esse ich zumindest einen Burger-ähnlichen. Also irgendwie Burger mit Ei. So, fertig mit der Lounge, war richtig lecker. Jetzt müssen wir uns beeilen. Boarding ist nämlich schon, aber wir wollen diesmal nicht die Ersten sein, müssen wir auch nicht. Es ist ja eher ein lockerer, leichter Trip Report. Ja, und ich auch. Diesmal sitzen wir tatsächlich mal in der Mitte. Ja. Unglaublich, haben wir noch nie gemacht. Und ich kann Gruppen kuscheln mit dem links und rechts neben mir. Dafür hat Dominik aber den einzigen Platz, zumindest hier in der zweiten Kabine, der ziemlich privat ist. Man kann also ohne über jemand anderen rübersteigen zu müssen rausgehen. Was ist denn das hier? Sleep well in the sky? Ich bin der Einzige, der hier eine Ablage hat. Und da ist keine. Und da ist auch keine. Das ist so ein bisschen der, Aschenputtelsitz hier. Hier. Einmal Blick auf die Premium Economy. Und ich fliege rückwärts. Und Blick auf Stefan. Ich habe kein Wasser. Warum hast du Wasser nicht? Keine Ahnung. Vielleicht sehe ich durstig aus. Sonst will ich lieber die Flasche Champagner herstellen. Ja, das ist interessant. Es gibt bei British ganz viele verschiedene Konfigurationen. Normalerweise in der 777 oder auch in der 787 gibt es eine First Class. Hier nicht. Hier gibt es nur Business Class, Premium Economy und Economy drin. Und es ist auch eine 787-8, also die kleinere Maschine des Streamliners. Nur noch mal kurz eine Information für euch. Wir haben
British Airways schon wieder gebucht, weil es vor kurzem mal ein richtig gutes Angebot gab, einen richtig guten Deal. Wir fliegen jetzt hier für 1.000 Euro hin und zurück von London nach Seoul. Das ist jeweils eine 10-Stunden-Strecke in der Business Class. Sammeln damit ganz viele Abos, also Meilen, British Airways Meilen, um damit wiederum einen weiteren Premiumflug buchen zu können. Also damit kann man ganz günstig Meilen generieren. Natürlich hat man auch diesen tollen Flug. Man hätte damals auch noch nach Hongkong fliegen können, nach Japan fliegen können. Alles war zum gleichen Preis, ziemlich günstig. Mehr Infos findet ihr übrigens auf unserer Webseite globaltraveler.tv. Einfach auf das i drücken. Dort posten wir regelmäßig Deals wie diese hier oder auch noch andere und natürlich auch unsere Travel Hacks. Hello. Good, good. How are you? Would you like champagne or water? Champagne, please. Yeah, thank you. There you are, sir. Thank you very much. Champagner oder Wasser, was soll ich denn da nehmen? Beides. Beides. Alles gibt mir das Tablett. Cheers. Hey, wir haben Glück, Boarding ist completed und der Nachbarsitz ist frei. Wir sind also ganz alleine hier in der Ecke. Ja, finde ich mal ganz gut. Ja, das ist lustig. British Airways arbeitet immer weiter an sich selbst. Erst haben sie ja kürzlich das Catering geändert von teilweise in der normalen, was nicht so gut war, auf Do & Co. Kennt ihr Do & Co. ist ein richtig guter Caterer. Leider nicht auf diesem Flug, die meistens eher so in die USA oder nach New York. Aber richtig leckeres Essen. Hat übrigens auch Turkish Airlines. Könnt ihr auch in unserem Video nochmal gucken. Ich verlinke es euch mal. Im Vergleich zu Lufthansa viel, viel besser. Ja. Und hier hat man also jetzt eine neue Karte kreiert. Und eine Menge an Auswahl. Also es gibt leckeres Essen. Ich bin gespannt, ob es auch so lecker schmeckt, wie es sich liest. Übrigens kann man das auch vorher schon abchecken auf der British Airways Webseite. Man gibt seine Flugnummer an, auch noch seine Buchungsreferenznummer und dann kann man das Essen, was hier aufgelistet ist, sich vorher anschauen. Da kann man also bei seiner Auswahl schon vorher treffen. You're seated just as we do here on the flight deck. In case of any unforecast lumps or bumps, just a few lumps amongst our forecast later on in the flight. So to avoid the cabin crew having to cabin during the flight. You also get a cabin crew looking after your comfort safety led by our customer service manager Terry. Das ist aber ein sehr gut gelaunter Captain hier an Bord, der spricht schon 5 Minuten lang hier, erklärt uns alles ganz genau, wo wir lang fliegen, was es für ein Flugzeug ist und wenn wir nicht gestört werden sollen, sollen wir was ankleben, werden wir euch nachher nochmal zeigen und das ist hier nochmal die Getränkekarte. Cool. Es gibt 2 Champagner zur Auswahl, ein Rosé und einen normalen Brüt. Ihr wisst ja, wir beide mögen ja sehr gerne Champagner. Ne? Ja. Ja. Hello. Wie bereits erwähnt, wir fliegen ja relativ oft und man erlebt auf solchen Reisen schon skurrile, lustige Dinge. Kürzlich sind wir ja mit China Southern geflogen in der A330. Wir sind innerhalb von China geflogen und wir sind gerade am Starten gewesen. Ich glaube das gar nicht, in der Business Class, gerade am Starten. Da steht doch jemand auf, also eine Chinesin, und geht zur Toilette während des Startvorgangs. Und natürlich hat jeder geschrien, sie hat es trotzdem gemacht. Das fand ich schon ziemlich krass. Und dann musste sie, hat noch die Flugbegleiterin gesagt, bis wir ganz oben sind, auf der Toilette bleiben. Das war eine gute Idee. Ja, und welche komische Sache gibt es noch? Irgendwie glauben die Menschen in der First- und Business Class pupsen zu können, wie sie möchten. Also manchmal, in der Economy eher weniger. Da riecht vielleicht einmal so nach Pups auf der ganzen Flugreise, wenn da wirklich einer schläft und sich das traut. Aber in First und Business... Wir sind mit Eurowings geflogen und habt ihr vielleicht im Video gesehen. Im Video habe ich es nicht gezeigt, ich habe es bei Instagram gezeigt. Es war tatsächlich ein Riesenhund, eine Riesendogge an Bord. Während des gesamten Fluges von New York nach Düsseldorf. Eine Riesendogge vorne in der Business Class. Ich dachte, es ist gar nicht erlaubt, dass Tiere eigentlich immer unten im Laderaum müssen, aber nein. In den amerikanischen Staaten, also in den USA, ist es erlaubt. Sie nennen sich Emotional Pets, also wahrscheinlich heißt es noch mehr. Und auf einem unserer Flüge mit Portugal,
Das war der Flug, als wir tatsächlich den Slot verpasst haben und 2 Stunden am Boden in Oslo festsaßen, hat tatsächlich am Boden einer hinten sich übergeben müssen und das ganze Flugzeug hat gerochen. Kann ja mal passieren, aber das war echt auch eine skurrile Situation an Bord. Vor allem, weil die Flugbegleiterin, die hinten war, permanent geklingelt hat, damit jemand von vorne nach hinten kommt. Ich muss Story machen. Und Kleingeld zum Spenden. Anything else to drink at all? Any champagne, wine? Two rosés. Oh, es wird dunkel hier drin. Ja. Es ist halt Tagflug, aber man macht es hier relativ dunkel. Aber wie gesagt, es ist ja auch kein richtiger Flight Report heute. Das ist übrigens die Vorspeise. Wir haben Suppe und einmal Ente als Vorspeise, Appetizer und dazu. Jetzt habe ich sogar 2 Stück Brote. Ja, bei mir auch. Das fehlt uns. Ja, sieht aber nett aus. Es gibt sogar Stäbchen. Es ist ein bisschen auf Koreanisch gemacht. Es gibt hier die koreanische Paste dazu. Ja, aber und ein eingelegt, das ist so eine Art Kraut, was eingelegt ist, also längere Zeit. So typisch koreanisch. Gibt es auch meistens zum Korean Barbecue oder halt auch zur Bibimbap dazu. Bibimbap gibt es aber jetzt leider auf diesem Flug nicht. Oh, Soße scharf. Vorsicht. So, die Sonne geht auf, könnt ihr da hinten sehen. Wir haben relativ gut geschlafen, viel geschlafen. Haben auch den Flug genossen. Dominik war früher am Schlafen als ich. Habe 3 Filme geschaut, 3 Filme. Relativ selten für mich, dass ich so viele Filme hier gucke zum Flugzeug. Aber es ist ja auch nur ein Trip-Report, deswegen habe ich auch nicht ganz so viel gequatscht. Es war auch relativ viel dunkel hier. Schnell dunkel war es hier. Ja, jetzt muss ich noch schnell die Arrival Card ausfüllen und dann sind wir auch schon in Seoul. Ja, und, sagst du? Ja, ich würde mal sagen, das Essen ist schon ein bisschen Unterschied zu den Flügen, wenn Do und Co. das ganze Catering macht, sage ich jetzt mal. Also man merkt schon einen Unterschied, wobei es hat sich auch allgemein geändert. Also ihr habt es ja sicherlich in der Instagram-Story gesehen, man kann jetzt, auch wenn es nicht funktioniert, vorher sagen, also Sitz, was möchte ich zum Frühstück, möchte ich geweckt werden, möchte ich 1,5 Stunden vorher mit Frühstück, möchte ich 40 Minuten vorher, möchte ich 20, wie auch immer. Aber das hat noch nicht funktioniert. Also es ist gerade eingeführt worden, aber ja, das Personal fragt dann ganz üblich Licht an, soll ich ihn wecken? Und ja, nichtsdestoweniger finde ich, es ist zum Positiven. Thank you. Hier, nimm's. Wir haben übrigens wieder ein extra Amenity-Kit gekriegt, jeder von uns, weil wir gefragt haben. Und die gibt es bei Fan-Treffen immer persönlich oder bei persönlichen Treffen, wenn möglich, an euch geschenkt. Wir wollen die gar nicht selber haben. Zurück zum Thema. Ich finde, sie entwickeln sich ständig fort. Cabin crew, that's now 20 minutes to landing and 20 minutes to landing. Thank you. Ja, jetzt habt ihr das gehört. Gut, ich mach's kurz. Das war's. Sie haben sich entwickelt und ich finde, jedes Mal, wenn man British Airways fliegt, Kinder. Ja, ich weiß. Okay, ich muss mich beeilen. Sie haben sich entwickelt und es passiert ständig etwas bei British Airways, ganz im Gegensatz zu anderen Airlines. Ich glaube, ich mache Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist übrigens der Nachteil an so einem Reisen, wenn man viel unterwegs ist. Wir sind ja gestartet ungefähr Mittag in London und wir sind Ortszeit, also in Deutschland oder in Europa Ortszeit, in Seoul gelandet, mitten in der Nacht. Das ist jetzt 11 Uhr. Das ist also eigentlich Schlafenszeit und ich bin mega müde und wir kommen aber an um 8:30 morgens. Eigentlich müssten wir jetzt den ganzen Tag irgendwas erleben in Seoul. Kann ich aber gar nicht. Könnt ihr das? Wie macht ihr das mit dem Jetlag? Wir werden uns wahrscheinlich jetzt nochmal 1-2 Stunden hinlegen im Hotelzimmer und dann, wenn wir reinkommen, das ist die andere Sache, aber wenn wir reinkommen sollten, legen wir uns ein bisschen hin, um dann für den Nachmittag fit zu sein.
Man kann aber auch ganz durchmachen, aber je nachdem. Wie macht ihr das? Schreibt mal in den Kommentaren, was eure Meinungen sind zum Jetlag. In diesem Fall. Anderer Fall wäre zum Beispiel, man kommt Abend an, dann würde ich auch gleich ins Bett gehen und morgens den nächsten Tag frisch beginnen. Aber geht in diesem Fall ja schlecht. Na, egal. So sicher gelandet in Seoul. Gleich abschneiden hier und natürlich springen die Leute alle gleich auf, wie es halt immer so ist, ne? Kommt man nicht schnell genug raus, aber egal. Jetzt geht erstmal ab nach Seoul rein. Ach, das ist aber nett hier, du. Oh, British. Warte mal da. Was ist das schön? Hier in Seoul werden die Brücken geheizt, bei uns nicht. Ja, ich schimmer auch gleich. Mittlerweile kennen wir uns recht gut aus hier in Seoul oder in Incheon International Airport, weil wir schon das 3. Mal jetzt hier sind und wir sind im nächsten Monat nochmal hier für ein paar Tage, ja, nicht im Transfer, also weit. Und ja, das ist ein richtig cooler Airport, sehr gut durchdacht und hat tolle Lounges. Ja, auf dem Rückweg sind wir dann in der British Airways Lounge bzw. One World Lounge, mal schauen wie die ist. Allgemein. Die Ubers sind zwar nicht günstig, aber ich fahre lieber mit dem Uber hier und habe diesen super Luxus. Also das soll nicht abgehoben sein, aber hey, es ist echt einfach. Wer es übrigens noch nicht gesehen hat, unser Video im Sommer hier in Seoul, wo ich in den Supermarkt gegangen bin, damit ich einigermaßen kühler werde, sollte jetzt mal das i drücken, da sind wir auch Uber gefahren. Wow, es ist richtig tolles Wetter hier in Seoul. Wir werden viel Spaß haben, denke ich. Aber es ist mega kalt. Nachts bis minus 10 Grad, tagsüber maximal 5 Grad. Es ist kälter als in Deutschland. Aber ist egal. Man kann sich ja dick anziehen. Ne? Ich habe mir extra jetzt eine neue Jacke angezogen, unsere Winterjacke. Und dann ganz jetzt durchgehen durch Seoul, mal die Nachtmärkte nochmal erkunden. Man kann lecker essen hier. Also vielleicht werden wir nochmal einen Vlog machen hier in der Stadt, hatten wir ja schon gemacht, aber da war es ja so mega heiß. Jetzt haben wir quasi das Gegenteil davon, mega kalt. Ich bin gespannt. Gut, jetzt sind wir angekommen hier. Oh, was ist das denn? Das ist ein mega Penis. Kann man nur nicht sehen. Ja. Was ist das? Was war das denn? Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Es war halt ein anderer Vlog diesmal. Wir haben ein paar witzige Situationen im Flugzeug euch erzählt, was wir so erlebt haben. Es gibt noch viel, viel mehr, aber ist mir irgendwie nicht eingefallen. Vielleicht im nächsten Video dann. Dominik kriegt sie nicht mehr rein. Und dann bis zum nächsten Video dann. Tschö. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von meiner Seite und bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao. Und Mädels. Scheiße. Und nochmal.